Hallo Raimund. Hallo Michael. Hallo zusammen. Ja, ich hab den Instagram-Post gestern mit dem Titel überschrieben, der Adler ist gelandet. Ja, der war lange unterwegs. Ja, du bist ja auch so eine Art Adler, aber du bist nicht der gemeinte Adler, sondern hier, ihr seht das schon hier neben uns, wir zeigen es auch nachher kurz im Detail, die Mundorf-Weiche ist angekommen, sie ist bestückt, sie ist schon an der Anlage dran gewesen. Wir haben sie jetzt nur noch mal rübergenommen, um euch das hier auch so ein bisschen zu zeigen. Und was wir heute so versuchen, was wir machen wollen, ist euch das Konzept ein bisschen näher zu bringen, ein bisschen über die eigentlichen Komponenten zu reden und dann eine fruchtreiche und schöne Diskussion auch darüber zu führen. Raimund, Michael. was wäre der nächste logische Schritt? Was machen wir jetzt? Ja, Zeigen oder? Ja, ich denke erstmal zeigen, was ist es überhaupt? Ich nehme es mal in die Hand, vorsichtig. So, So, ich Halt's mal ins- richte jetzt mal die Kamera ein, genau. aber So. das dauert moment. Sag mal gar nichts. Passt. So, also, der Aufbau es ist eine Entwicklungsweiche, ganz klar. Ja. Und die ist darauf ausgelegt, möglichst schnell Bauteile austauschen zu können. Die ist also nicht platzsparend oder sonst irgendwas oder schön, sondern das ist wirklich ein Entwicklungswerkzeug und es geht darum, man kann es hier sehen, ich nehme zum Beispiel diesen Widerstand hier und schon ist er raus und schon wäre jetzt ein anderer Widerstand auch wieder eingesteckt. Ja. Dafür sind alle Bauteile mit diesen federnden, aus Kupfer, Berylliumkupfer bestehenden Hohlbananas ausgerüstet. Warum Berylliumkupfer, Leitfähigkeit oder? Nee, oder? das Kupfer an sich ist ja kein federndes Material. Kupfer Ja. ist ja eher so zäh weich und wenn du es einmal verbogen hast, dann bleibt es auch verbogen. Aber die Berylliumatome, die sind so klein, die setzen sich in das Kupfer-Metallgitter rein und sorgen dafür, dass das Kupfer nicht mehr so verbiegen kann, sondern zurückfedert. Ah, okay, eine Flexibilität bringen die Ja, rein. Elastizität. Entschuldigung. Ja, Elastizität. Ja. So, das heißt, wir haben also den Schaltplan der Weiche hier quasi hier unten drunter komplett verdrahtet. Ja. Und zwar der Schaltplan, die Eingänge hier, es ist ein B-Wiring-Aufbau. Ja, wir haben also den Hochton- und den Mitteltonteil getrennt. Man kann die hier auch mit einer Brücke verbinden, aber grundsätzlich ist B-Wiring möglich. Und dann ist hier Eingang, Ausgang und das Schaltplan-Layout der Frequenzweiche hier erstmal auf diesen Buchsen aufgelegt. Ja. Wenn man das jetzt mal vorsichtig rumdreht. Ja, das ist jetzt Ein- und Ausgangsbereich. Und wenn man jetzt, weiß nicht, ob man das jetzt hier im Video sehen kann, doch, man sieht es Das so ein sieht man bisschen. gut, weil das Ne? ist dunkel, der Hintergrund. Genau, Ja. also man sieht, hier steht hier R1, R2 und die Bauteilebezeichnungen. Da ist also genau aufgezeichnet der Schaltplan auf der Holzplatte und welches Bauteil wohin gehört. Wenn man jetzt den Schaltplan daneben legt, dann findet man sich schnell zurecht und findet also dieselben Bezeichnungen, die im Schaltplan stehen, auch wieder hier auf der Holzplatte wieder und weiß, da gehört der Kondensator C1 rein, da gehört der Kondensator C2 rein. Ja, und das ermöglicht es mir dann mit Hilfe dieser gesteckten Bauteile ziemlich schnell die Bauteile zu wechseln und die Klangunterschiede zu evaluieren. Und für dich haben wir es hier besonders bequem gemacht. Wollte ich gerade sagen, da ist ja noch ein Clou. Genau, das ist hier auf der Seite, man sieht diese Kabelbrücken. Ja, damit kann man jetzt hier einfach zwischen den schon eingesteckten Kondensatoren
einfach so hin und her schalten. Man muss also nicht 2 oder 4, in dem Fall sogar 4 Kondensatoren auswechseln, sondern nur die zwei. sondern nur hier die zwei Käbelchen umstecken. Ja. Das ist natürlich ultra schnell. Das ist super, das habe ich auch schon zur Genüge getan. Und also das hat sich auch bei uns im Hörraum sehr bewährt, diese Art umzustecken, weil das einfach unglaublich schnell ist. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, Klangunterschiede, die im Gedächtnis schon verflogen sind, wenn man 2 Sekunden zum Umschalten braucht, Ja, über die braucht man eigentlich auch nicht zu sprechen. Ja. Aber wenn man so wirklich so unterwegs ist und vertieft und schnell, dann ist es schon hilfreich, wenn man schnell umschalten kann. Enorm, es ist enorm hilfreich, weil du ja auch teilweise, du veränderst hier sehr schnell und veränderst da in dem Bereich nochmal. Dann steckst du hier nur um und änderst nur 1 oder 2 Kondensatoren oder Widerstände da. Also das habe ich jetzt schon gemerkt. Oder die Spulenqualität. Also das ist schon eine enorm ausgegorene Kiste im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, so. Also eingesetzt haben wir natürlich bei den Komponenten, jetzt angefangen bei den Polklemmen zum Beispiel, kann man sagen, die sind aus Kupfer. Der Standard ist eigentlich eher aus Messing, die Polklemmen, einfach weil Messing auch in den Automatendrehmaschinen einfacher zu bearbeiten ist als Kupfer. Bei Messing bricht einfach der Span und bei Kupfer, der Span, der bricht nicht, der macht so endlose Löckchen, ja, und das finden die Automatendrehereien nicht so cool. Aber Kupfer klingt halt einfach noch wieder ein bisschen anders als Messing. Und darum haben wir uns hier für die Messing-Polklemmen entschieden. Sound is everything. Ja, genau. So Stückchen für Stückchen, immer hier ein Detail und da ein Detail. Und dann kommt insgesamt dann doch was zusammen. Verdrahtet haben wir es mit dem Angelique-Kupfer. Ja, also kein 100% Kupfer, sondern 100% plus ein bisschen Silber-Gold. Ja, was auch nochmal zum Klang, einfach zur Grundausstattung dazugehört, für uns inzwischen. Ja. Also dieses Angelique ist scheinbar eine Materialität, auf die schwörst du auch so ein bisschen, ne? Ja. Und gestützt durch eigene Hörerfahrung, aber auch durch einfach massives Kundenfeedback, die sagen, super. Ja, und dann geht das Spiel los. Dann gibt es halt jetzt für jedes Bauteil mehrere verschiedene Qualitäten. Ja. Also lass mich kurz einen Einschub machen. Also was ich jetzt gemacht habe, der Holger war ja so nett und hat mir das am Anfang auch so ein bisschen näher gebracht und angeleitet im Prinzip. Also was ich jetzt gemacht habe, weil wir haben ja von jeder Gruppe, also mit Gruppe meine ich jetzt Kondensator, Widerstand und Spule, 5, ich nenne sie Ausbaustufen, kann man das so nennen, oder Qualitätsstufen? Ja, teilweise sind es Qualitätsstufen, einfach weil der konstruktive Aufwand, entweder der konstruktive Aufwand oder der Aufwand im Material einfach erhöht worden ist. Ja, und teilweise sind es auch Geschmacksstufen? so wie weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, also es ist dann irgendwann auch Geschmack, so ein bisschen. Ja, also, Stimme ich zu. Also irgendwo wird die Luft wirklich dünn und da kann man nicht mehr von gut oder schlecht sprechen. Cool. An manchen Fällen ist es auch so, nehmen wir nochmal die Kupferklemmen. Ja, also die Kupferklemmen, das Metallgitter resoniert Stell ruhig hier wieder ab. sehr ruhig. Weil hier ist es auch warm drin. Dann wir können ja zur Not immer wieder nehmen. Ja, Messingklemmen, wenn man jetzt Messingklemmen würden, die klingeln ein bisschen mehr. Aha. Die haben ein bisschen mehr so ein Eigenklingeln. Ja. Jetzt Aber im negativen Sinne. kommt drauf an. Also es ist eine Verfärbung. Ja. Es negativ. ist eine Verfärbung. Wenn du jetzt aber so eine schöne Seidenkalotte hast, Ja. ja, wenn die Schwingspule sich sehr schnell bewegt, die Seidenkalotte selber eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt, ja, dann hast du nachher den Effekt, dass die Schwingspule sich bewegt, die Kalotte selber aber in großen Teilen stillsteht. Ja.
weil die Seidenkalotte ist ja elastisch. Ja, weil Seide ist weich, Ja. ja, und dann hast du nachher So ein Nachklingen. Nee, du hast die schwingende Schwingspule und darüber, das steht einfach still. Ja, weil da ist ja wie so eine eingebaute Feder drin in der Seidenkalotte. Ja, das heißt, der größte Teil von dem Dom, von dem Seidendom, der steht irgendwann still, wenn die Schwingung zu schnell wird. So, das heißt, so eine Seidenkalotte klingt halt seidig, weich, das ist nicht hart, das ist nicht schrill, kann aber ein bisschen langweilig werden. Wenn Und die gleicht das dann so ein bisschen aus. das Messingklingeln bringt da wieder ein bisschen Leben rein. Okay, Ja, interessant. so, also kompensieren sich so zwei so Fehler, weil man sagt, und wenn das Gesamtkonzept dann stimmt, ja, dann so. Und so gibt es halt, hier gibt es nachher geschmäcklerische Sachen auch, ob man jetzt den einen Kondensator oder den anderen Kondensator, mal passt der eine besser, mal passt der andere besser. Und es werden halt unterschiedliche Nuancen noch betont. Ja, aber das kristallisiert sich natürlich auch alles über Erfahrung heraus. Ich meine, das mit der Seidenkalotte fällt ja nicht vom Himmel. Das sind dann einfach Erfahrungen, die ihr bei euch im Unternehmen auch habt. Ne? Dass das helfen kann, dass man da mal das oder jenes versuchen kann. Ja, gut ist, wenn man das eine von dem anderen unterscheiden kann. Ja, also wenn man weiß, das ist der Effekt der Seidenkalotte und das ist der Effekt der Polklemme. Ja? Ja. Und das ist der Effekt von der Innenverdrahtung. Ja, also zum Beispiel jetzt hier so eine Angelique-Innenverdrahtung oder eine Silber-Gold-Innenverdrahtung aus Silber-Golddraht. Wir haben das auch schon erlebt, dass wir kommen jetzt mal in die Vollen und wir machen auch die Innenverdrahtung aus Silbergold, das war aber nicht besser. Ja. Zurück zum Ursprung, also was ich gemacht habe, aber ihr könnt euch vorstellen, jede Komponente, jedes Einzelteil, das ihr hier auf der Weiche seht, habe ich jetzt in 5 verschiedenen, bleiben wir bei Ausbaustufen. Was ich da gemacht habe, zusammen mit dem Holger, wir haben uns Papier hingelegt und dann eben beschriftet, wie auf der Weiche R3, C1, R2, R1, C12, C21. Und dann habe ich die 5 Ausbaustufen hingelegt, sodass ich immer weiß, ohne dass ich jetzt den Schaltplan immer kontrollieren muss, okay, das kann ich hier reinstecken, das kann ich hier reinstecken, das ist die Qualitätsstufe A, B, C, D, dass ich da nicht so sehr durcheinander komme. Aber dennoch, ich muss sagen, das ist jetzt ein Mörderprojekt und ich freue mich jetzt unheimlich drauf, weil, das finde ich ganz wichtig, das ist jetzt auch noch dank Olli und der anderen, die so mitgearbeitet haben, das ist jetzt ein Zustand, der immer Spaß macht zu hören. Also ich will jetzt nicht mehr aus dem Zimmer rausrennen und sagen, boah, wie besiege ich diesen Dämon des Klangs, sondern das ist jetzt jeweils immer eine Stufe, wo ich sage, oh, schön, schön, oh, noch besser, oh, anders, was ist besser? Und das macht natürlich jetzt unfassbar Spaß. Möchtest du vielleicht mal auf die einzelnen Ausbaustufen eingehen oder was wäre für dich der nächste sinnvolle Schritt? Also am witzigsten fand ich ja deinen spontanen Bericht zu den Widerständen. Ja, Ja, okay, ja, ich habe einen Hero. Ja, gerne. Gehen wir da mal drauf ein. weil die Widerstände sind auch bei uns eigentlich zuletzt, also es hat ja angefangen mit Spulen und Bedämpfung von Spulen und Schwingung von Spulen und Verzerrung von Kernmaterialien. Ja, Kernspulen haben wir jetzt hier gar nicht, die haben wir schon mal, hier gibt es nur Luftspulen. Geb auf die Dinge, weil es gucken nicht nur Vollprofis. Okay. Lass ein bisschen, was ist der Unterschied zu einer Eisenkernspule oder warum hat man gerne eine Luftspule? Was bedeutet Luftspule? Also Luftspule bedeutet, dass der Wickel der Spule wirklich eigentlich auf Luft oder auf auf magnetisch komplett neutrales Material gewickelt ist. In dem Fall ein Holzkern, einfach aus mechanischen Gründen. Hat dieselben magnetischen Eigenschaften im Grunde genommen wie Luft. Man könnte da jetzt auch ein
einen Eisenkern reinsetzen, dann würde die Induktivität der Spule, und das ist das Vermögen, also Energie in Form von einem Magnetfeld zu speichern, die Induktivität der Spule würde ansteigen, wenn da ein magnetisierbarer Eisenkern drin wäre, weil der würde dann das Magnetfeld verstärken und damit auch die gespeicherte Energie erhöhen. Das ist schön, dann spart man sich nämlich Kupfer für diesen Wickel. Kann man sagen, dass die einfach auch kleiner und sind, diese Eisen? Du Genau, brauchst einfach nicht so viel Material. Du hast ein relativ, versuch's mal laienhaft auszudrücken. Du hast ein sehr preiswertes Material, Eisen, und sparst das teurere Material Kupfer bei derselben Induktivität. Kann man das so sagen? Ja, so kann man das grob sagen. Ich meine, es gibt auch sehr teures Kernmaterial, aber es geht in die Richtung. Es geht um Größe, es geht um Bauform, aber es geht auch um die Länge des aufgewickelten Kupfers, weil mit der Länge des aufgewickelten Kupfers steigt der ohmsche Widerstand, wie bei jedem Leiter, der immer länger wird, also der elektrische Widerstand steigt. Der darf aber nicht beliebig groß werden, sonst kann man mit dem Verstärker das Lautsprecherchassis wieder nicht mehr kontrollieren. Du verlierst an Kontrolle bei zu viel Ohm. Ne? Ja. Also ist das, um das jetzt mal auf Klang zu übertragen, Kontrollverlust hat auch so ein bisschen im Hören meiner Meinung nach mit Tempo zu tun. Wenn man sagt, boah, die Box, die hat ein enormes Tempo. Also wenn der da mit dem Schlagzeug operiert, das geht schnell. Das ist doch die Kontrolle. Genau, die Kontrolle ist... Also dass nichts nachschwingt. Ne? Genau, stell dir vor, du würdest eine Marionette an Gummifäden steuern wollen. Ja? Das wäre dann eher ein schlechter Dämpfungsfaktor. Dann macht die Marionette, was sie will. Und das ist halt, wenn der Widerstand zwischen Verstärker auf der einen Seite und dem Lautsprecherchassis auf der anderen Seite zu groß wird, dann bekommt diese Verbindung immer mehr die Qualität von dem Gummifaden. Der Verstärker kann das Chassis nicht kontrollieren. Also, ne? Umgekehrt heißt es ja beim Verstärker Dämpfungsfaktor, und das ist genau das, nämlich dass er die Eigenschwingung des Chassis kontrolliert und bedämpft. Ja. Und dadurch, dass das eine Luftspule ist, bist du in der Lage, wenig Ohm oder niedrigen Ohm zu haben, oder ist das jetzt die falsche Fährte? Nee, das ist durch die Luftspule, hättest du einen Kern, dann wäre beim selben Leiter, also wenn man jetzt diese Folie, hier ist eine Kupferfolie aufgewickelt, ja, wenn man jetzt die Induktivität dieser Spule erzeugen wollte, wenn hier auch noch ein Kern drin ist, dann wäre weniger aufgewickelt. Ja, dann bräuchtest du weniger Kupfer, weniger Windungen und würdest einen kleineren Innenwiderstand hinkriegen. Die Spule hat jetzt einen Innenwiderstand von 0,14 Ohm. Das ist völlig unkritisch. Ja. Ja, so. Das ist sogar sehr niedrig. Ne? Ja, man kann das hier sehen. Man kann es hier schon sehen, die Folien sind unterschiedlich breit. Ja? Und je breiter die Spule bei gleicher Windung ist, desto niedriger ist der Innenwiderstand. Ja. Weil wenn die Folie breiter ist, dann hat die einfach einen niedrigeren Widerstand, weil der Leitungsquerschnitt größer ist. Ja. So, und so kann man hingehen, zum Beispiel einfach nur sich anhören, wie klingt die gleiche Spule der gleichen Qualität mit einem anderen Innenwiderstand. Ja. Ja. Oder wie klingen unterschiedliche Spulenqualitäten. Hier ist zum Beispiel, jetzt haben wir in beiden Fällen Folienkondensatoren, Folienspulen. Und nur hier die braune ist nachträglich noch mit einem Harz imprägniert, sodass die insgesamt als mechanische Einheit noch ein bisschen fester wird als hier diese Spule. Fester ist Schwingungen, ne? Genau. Eigenschwingungen. Genau. Ja. Die kann also hier die aufgewickelte Folie, wenn der Strom durchfließt, jeder Leiter, wo Strom durchfließt, fängt im Grunde genommen an, sich zu bewegen, wenn er von weiteren Leitern umgeben ist, wo auch Strom durchfließt. Ja, weil jeder Leiter, wo Strom durchfließt, erzeugt ein Magnetfeld. Die Magnetfelder, wenn sie gleichgerichtet sind, wollen voneinander weg.
Das heißt, eigentlich fängt an, die Spule sich aufzublähen und zu vibrieren. Ja. Sobald das ist hier bei diesen Folienspulen, die so extrem, wo der Kontakt von Windung zu Windung sehr hoch ist es kaum noch der Fall. Und doch kann man noch die Nuance hören, ob man jetzt hier nur in Anführungsstrichen eine Kunststofffolie zwischen den einzelnen Lagen hat oder in dem Fall nochmal ein Papier dazwischen gewickelt worden ist, was dann zum Schluss nochmal in einem Harz getränkt und dann verbacken wird. Die sind einfach so schön. Ich sage immer, die erinnern mich an Honigtoast. Also die Ja, machen richtig Hunger. Ich halte sie mal kurz näher in die Kamera, dass ihr das mal genau. Also das sind diese Papierharzfolien. Hier seht ihr sie mal. Ist das die höchste, nenne ich mal, Ausbaustufe, die er an Spulen hat? Also bei den Folienspulen ist das von der mechanischen Bedämpfung her mit dem Harz imprägnieren, verbacken, ist die höchste Ausbaustufe. Dann kann man aber auch da wieder an die Materialität dran gehen. Ja, also man kann jetzt, in dem Fall ist es einfach 100% Kupfer. Man könnte jetzt zum Beispiel auch Angelique-Kupfer nehmen mit dem Silber-Gold-Anteil drin. Oder man könnte auch Silberfolienspulen nehmen mit 100% Silber. Haben wir durchaus Kunden, die auch regelmäßig beziehen. Relativ selten, aber immerhin wickeln wir auch Spulen aus 99% Silber und 1% Gold. Okay. Das ist dann Juweliere oder wer nimmt die? Genau. Das sind halt die ganz kompromisslosen. Weil Silber-Gold, also das 1% Gold in dem Silber macht klanglich schon wieder einen großen Unterschied. Kann ich mir vorstellen. In welche Richtung denn? Das Silber an sich ist sehr neutral, sehr detailreich, ein bisschen kühl vielleicht. Dem einen oder anderen vom Geschmack. Ich habe ja Silberkabel vom Plattenspieler zur Phonovorstufe und von der Phonovorstufe zur Endstufe. Das hat im Klang enorm was bewirkt. Enorm. In welcher Richtung? Für mich in eine sehr positive, in eine sehr transparente Richtung. Eine sehr transparente, auflösende Richtung. Also ich hatte natürlich so ein bisschen Bedenken, dass das jetzt so was ich schrill oder was man so auch landläufig mit verbindet, aber mitnichten. Also das war ein sehr, sehr positiver Effekt. Jetzt weiß ich nicht, wie groß der Effekt oder der Unterschied bei Effekten ist zwischen einer Spule und einem Kabel. Aber generell habe ich jetzt gelernt, und das hätte ich niemals für möglich gehalten, ich gehe jetzt heute noch nicht in Details ein, ist ja auch viel zu früh, aber was man sagen kann, du hörst jeden Austausch an jeder Stelle, jeden, egal ob es ein Widerstand ist, egal ob es eine Spule ist, egal ob es beim Mitteltöner ist, egal ob es beim Hochtöner ist und egal ob es hier in dieser Impedanzgeschichte ist. Also die Impedanzkorrektur für den Verstärker. Ja, Wahnsinn. Also das ist unglaublich. Und da musst du meiner Meinung nach keine Fledermaus für sein. Nee. Das ist, also die landläufige Meinung ist ja so, jetzt haben wir keinen Schallplan hier. Also es gibt, bei einer Frequenzweiche gibt es einmal die einfache 6 dB Weiche. Das heißt, ich habe einen Eingang, Verstärker, Filterelement, also Spule, Kondensator, Lautsprecher. Ja, da habe ich nur ein Element in der direkten Verbindung zwischen Verstärker und Chassis im Signalweg. Ja, so. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Also immer mal, das Weg ist ein Kondensator, der würde die tiefen Töne blockieren, die zum Hochtöner durchgehen. Es gibt eine Möglichkeit, diesen Filtereffekt zu erhöhen, weil so ein bisschen tiefe Töne kommen jetzt doch noch durch den Kondensator. Und die tiefen Töne, die noch durchkommen, durch eine Spule, die hinterm Kondensator quasi vorbei am Hochtöner die tiefen Töne kurzschließt.
Ja? Und der naheliegende Gedanke ist, naja, dieses Parallelbauteil, parallel zum Hochtöner, Ja. das Signal, da fließt ja nicht das Musiksignal durch hin zum Hochtöner, ja, denkt man so. Ja. Deshalb ist das nicht so wichtig. Was man dabei aber nicht auf dem Schirm hat, ist, dass wenn dieses Parallelbauteil Störsignale produziert, Ja. es direkt am Hochtöner, parallel zum Hochtöner, wie eine zusätzliche Spannungsquelle liegt. Okay. Ja. Und sobald man das verstanden hat, weiß man, dass die genauso wichtig sind. Ich habe keinen Unterschied in der Auswirkung gemerkt. Also es war kein Unterschied, ob ich hier was geändert habe, hier etwas geändert habe oder hier. Ja, also das mit der Impedanz, das hat mich also auch gewundert, weil ich hatte auch gegenteilige Meinungen gehört. Aber das ist ja das Schöne an unserem Hobby, beziehungsweise deinem Beruf. Es gibt mehr Meinungen als Spuren. Genau, die Impedanzkorrektur ist natürlich genau das Beispiel, weil die Impedanzkorrektur wirklich parallel zur gesamten Schaltung von Plus nach Minus geht. Ja. Ja? Da geht überhaupt kein Signal durch, was dann im Signalweg liegt. Es liegt nur parallel, aber parallel zu allem, also zu allem, was danach kommt. Und wenn da Störsignale, Störspannungen entstehen durch Vibrationen, durch die Makromikrophonie oder Ja. auch oder durch die Mikromikrophonie, dann landen all diese Störspannungen über die Frequenzweiche an den Chassis. Also durchaus, mit anderen Worten, für uns interessierte Fachleute oder interessierte Laien, durchaus sinnvoll, auch in der Impedanzkorrektur vernünftige Materialien zu verwenden. Also zumindest gut schwingungsbedämpft, Ja. weil aus dem Vibrieren der Spulenwickel oder der Kondensatorwickel da entsteht, man muss sich einfach vorstellen, in jeder Spule, in jedem Kondensator, wenn er vibriert, verhält er sich auf der einen Seite wie ein Lautsprecher. Mhm. Also er vibriert ja, er erzeugt Geräusche. Und jeder Lautsprecher kann im Prinzip auch als Mikrofon benutzt werden. Oder jedes Mikrofon als Lautsprecher. Weil die grundsätzliche Funktion, entweder elektrische Energie in Schall umzuwandeln oder Schall in elektrische Energie, geht immer über denselben Wirkzusammenhang, das Zusammenspiel von elektrischem Strom und Magnetizität, und Magnetismus. Und das funktioniert in beiden Richtungen. Mhm. Also ein Mikrofon wäre ein ganz schlechter Lautsprecher, aber im Prinzip ist ein Mikrofon als Lautsprecher nutzbar. Und umgekehrt auch. Ein Lautsprecher wäre ein ganz schlechtes Mikrofon, aber ist als Mikrofon nutzbar. Aber du willst die Effekte nicht haben, ne? Und deshalb, wenn jetzt eine Spule vibriert, ist sie gleichzeitig ein Mikrofon. Das heißt, die Störgeräusche, die die Spule generiert durch das Geschepper, landen letztlich am Chassis. Und das ist der Punkt. Es darf nichts vibrieren, es darf nichts klingeln, es darf nichts rappeln. Und deshalb sind die Spulen so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind, dass da immer ganz großes Augenmerk darauf, dass die feste gewickelt sind, dass die noch zusätzlich verklebt sind, dass die, zum Beispiel, das ist der Effekt der Folienspule, die sind mechanisch extrem stabil. Ja? Frage, ihr minimiert Vibrationen, aber ihr könnt keine Vibrationen ausschließen. Oder geht es so weit, dass da nichts mehr vibriert? Also ich rede jetzt nicht von CERN-Dimensionen, aber oder ist das messbar schwingungsfrei? Oder ist da immer eine kleine Restschwingung? Sagen wir, das kommt auf der Messgerät an. Das meine ich. Ne? Das meine ich. Letztlich kommt aufs Messgerät. Letztlich ist die Frage, geht es nachher, also wo sind die Grenzen des Gehörs? Und die sind ganz schön weit gesteckt. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ganz schön weit gesteckt. Ja. Also hier diese Spule mit der Kunststofffolie. Ja. Ja? Und die Spule mit dem Papier und dann nochmal getränkt. Ja? Ja. Ich habe das selber gehört, ausgetauscht.
die eine Spule gegen die andere Spule in unserem eigenen Hörraum. Und das ist jetzt nicht so, als könnte man mit der Kunststofffolie dazwischen, mit dem Polypropylen keine Musik hören. So ist das nicht. Klar. Ja, aber wenn man so wie hier ganz schnell hin und her schaltet und sich immer wieder dasselbe Stück anhört, ist dann Papier. denkt man, Ja. bei dem Polypropylen denkt man, das Geräusch, da ist im Hintergrund, ist so ein Ansatz von so einem Geräusch, das habe ich schon mal gehört, beim Einkaufen. Ja, so, wenn die Plastiktüte nach dem Einkaufen so im Wind flattert, ja, dann hat die diese Einkaufstüten, die klingeln ja nicht wie eine Glocke, sondern Ja, die klar. haben so ein mattes Obertonspektrum, ja? Ja. Aber sie haben halt ein Obertonspektrum. Und wenn du genau hinhörst und von der getränkten Papierspule zur Polypropylenspule umschaltest, dann hörst du auf einmal die Plastiktüte. Wie viel ist davon jetzt das Schwingen? Wie viel ist davon die Materialität? Die Plastiktüte ist das Schwingen. Ist das Schwingen? Ja, weil das ist das Mikrofonieren. Du setzt den Wickel in Schwingung, die Kupferfolie schwingt, die setzt natürlich auch den Isolator, die Polypropylen. Und Polypropylen ist wirklich ein hochwertiges Kondensatormaterial, aber eben auch genau das Material aus den Plastiktüten sind. So, ja, und du erkennst wirklich die Signatur von dem Polypropylen. Nicht super laut, aber du hörst es. Ist das, wenn das jetzt euer Spitzenmodell sein sollte, unabhängig jetzt von der Materialität, ist diese Produktionsweise, also dieses Verharzte mit Papier dazwischen, ist das so weit, wie man heute technisch sinnvoll gehen kann? Und dann geht es nur noch über Materialität, wenn du Änderungen haben willst? Würde ich im Grunde genommen so sagen. Würde ich so sagen. Also man könnte sagen, wenn man so eine Spule irgendwie in einer Box direkt in die Basskammer reinbaut, wo von außen bei hohen Pegeln dann wirklich nochmal richtig Druck auf die Spule ausgeübt wird, könnte man sich noch vorstellen, dass wenn man die Weiche insgesamt nochmal in dem Gehäuse vergießt, dass da bei extremen Pegeln noch was passiert. Okay. Ja. Aber da kannst du nichts mehr wechseln. Nee, dann kannst du nichts mehr wechseln. Aber so als Bauteil an und für sich, ja, bei den Kondensatoren ist ja im Grunde genommen, wenden wir genau das Prinzip ja auch an, das was hier das Vakuum imprägnieren, mit das Harz imprägnieren macht. Das haben wir bei den Kondensatorwickeln, die bestehen ja eigentlich nur aus einer Kunststofffolie, auf die Metall aufgedampft ist. Die werden halt anschließend in einem Vakuum mit einem Öl imprägniert. Ja, dann wird die ganze Luft aus dem Wickel rausgesaugt. Ja. Und das kennt jeder von vakuumverpackten Kaffee. Ne? Solange das Vakuum in der Tüte ist, solange da keine Luft drin ist, ist das sehr fest. So. Und so beruhigen wir zum Beispiel die Kondensatorwickel und hindern die am Schwingen. Dazu werden die dann auch noch zum Schutz vor äußeren Einflüssen noch in dem Gehäuse vergossen. Ja. So. Und das sind so die ganz elementaren Maßnahmen, um das Eigenschwingen der Wickel zu reduzieren. Also das scheint mir das große zentrale Thema zunächst zu sein. Und wenn du dieses Thema gelöst hast, unabhängig ob Spule oder Kondensator, wie das bei einem Widerstand ist, kannst du vielleicht beantworten, ich nicht. Und dann, wenn man dieses Problem gelöst hat oder optimiert hat, geht es um die Materialität. Kann man das so sagen? Wenn du das Problem gelöst hast, dann hast du, ich sag mal, so um die 80% haben wir dann. Hast du dann, vielleicht auch 70, aber irgendwo 78, aber so in die Richtung geht das. Und damit hast du erstmal Ordnung geschaffen, um dich um die anderen Sachen zu kümmern. Ja. Die da wären Material, Verbindung, ja, also unser Lötzinn, wir haben ja auch ein eigenes Lötzinn mit unterschiedlichen Legierungen, eine Lötverbindung,
wie die ausgeführt ist, ob es überhaupt eine Lötverbindung ist oder eine andere elektrische Verbindung. Kannst du dir nicht vorstellen, was unterschiedliche Verbindungen an unterschiedlichem Klang erzeugen. Krass. Ja. Aber kommt ihr denn dann, also was ich mir da jetzt in dem Kontext schwierig vorstelle, auch da kommst du ja irgendwann an einen Punkt, wo es nicht besser ist, sondern anders. Und dann musst du ja oder müsst ihr ja im Team entscheiden, in welche Richtung wollen wir denn mit der Baureihe gehen, oder? Naja, also also unser Motto ist ja Inner Excellence Through Music. Ja? Das heißt, es geht schon alles, was so Vibrationssachen angeht, geht es eigentlich immer darum, möglichst viel Störgeräusche zu verhindern. Klar, Ja? klar. So, und da würde ich auch sagen, okay, der Einzelfall, wo so ein Pseudo-Lebendigkeit aus einem Bauteil heraus generiert wird, weil es eigentlich ein Eigenleben entwickelt, wie eben bei dem Beispiel mit der Messing- und der Kupferklemme. Oder der Seidenkalotte. Und der Seidenkalotte. Da würde ich mich einfach, weil wir uns an diesem Motto orientieren, würde ich mich für die Kupferklemme entscheiden. Ja? Auch wenn das dann die Box mit der Seidenkalotte weniger lebendig klingen lässt. Aber du verlierst Authentizität der Seite. Genau, das ist der Punkt. Ja, ich würde dann schon sagen, unser Fokus ist möglichst wenig Verzerrungen. Ja. Das Musiksignal, also das elektrische Signal, was die Musik widerspiegelt, einfach so unberührt, unbeeinflusst wie überhaupt nur irgendwie möglich. Also du möchtest keine Mini-Equalizer bauen. Nee. Da kommen wir nicht drum rum beim Material. Ja, also Wir hatten ja mal einen großartigen Stream gemacht, weil ich war immer, ja, um Gottes Willen Equalizer, aber wenn man sich wirklich da mal tief Gedanken drüber macht, ist schwierig, so ganz ohne. Oder fast unmöglich. Also, okay, zum Schluss geht es darum, dass Musik hören Spaß macht. Genau. Wenn das Musik hören mit Equalizer mehr Spaß macht als ohne, spricht da vieles für den Equalizer. Ja. Und wir haben eben da, zum Beispiel hast du eben Angelique angesprochen, dann so ein bisschen Gold rein, ein bisschen Silber rein, hier ein bisschen Öl, Gold, Silber. Es verändert ja den Klang. ja, So. also ein aluminiumbedampfter Kondensator oder auch ein Kondensator mit Aluminiumfolie gewickelt, der klingt einfach anders als einer mit Kupfer gewickelter Kondensator. Weil einfach das Metall an und für sich eine Klangsignatur hat. Ja? Und die kann man dann auch noch modulieren, je nachdem, wie man das Metall im Fertigungsprozess behandelt. Ja. Ja? Da gibt es ja dann alle möglichen Verfahren, tiefkühlen, kontrolliert wieder auftauen und Einkristalle züchten und. Ja, und all diese Eigenschaften, all diese Prozesse, die das Kristallgitter verändern auch das Schwingungsverhalten dieses Metallgitters. Ja. So, und das wird letztlich zurückgekoppelt auf die Musik, auf das Signal. Und damit ja dann auch auf die Musik. Ne? Genau, und damit kann man umgehen und damit muss man umgehen, dass ein Metall einfach einen Eigenklang hat. Ja. Und spätestens da ist man dann an der Stelle, wo es um Geschmack, Ja, um auch eine Idee von Klang. Ne? auch um eine Idee von Klang und auch um eine Idee von Natürlichkeit geht. Ja. Prinzipiell, gehen wir mal auf Widerstände. Da haben wir hier mal 3 so Baugruppen da. Und man sieht es ja schon im Prinzip, ich hoffe, ihr könnt es sehen, man sieht ja schon im Prinzip, wo ist mehr, was könnte die höhere Baugruppe sein. Das hier macht einen, in Anführungsstrichen, schlichteren Eindruck.
Wenn du jetzt in den unteren in lack for better words, sorry, in den unteren Segmenten unterwegs bist, also wo du jetzt nicht in die Vollen gehen kannst, hat man da auch so in so einer Firma wie bei euch, bei Mundorf, so ein bisschen das Formel-1-Prinzip, dass man sagen kann, dadurch, dass wir eben auch bei den Spulen und Kondensatoren und Widerständen auch in der Top-Liga Dinge entwickeln, fallen auch sehr viele positive Entwicklungen auch weiter die Treppe runter für die einfacheren oder nennen wir sie mal die Einstiegsmodelle. Gibt es da konkrete Fälle und konkrete Beispiele? Ja, also erstmal grundsätzlich ja. Also wenn du dir jetzt einfach mit einem Koch vorstellst, ja, der einfach gut kochen kann. Gut kochen kann, ja, der einfach verstanden hat, was eine Tomatensauce ausmacht. Ja, der kann auch mit wenig Zutaten immer noch auch aus einfachen Tomaten die bessere Tomatensauce machen, ja, weil er weiß, worauf es ankommt. Ja. Und manchmal sind es ja einfach nur Kleinigkeiten, die man richtig oder falsch macht, jenseits des Materials. Ja. Und also wir haben... Also in der Fertigung, zum Beispiel im Fertigungsablauf. In der Fertigung, ja, in der Fertigungsablauf oder auch in der Auswahl einer bestimmten Fertigungsmethode. Ja. Vielleicht ein Kondensator, wie gesagt, viele, die Filmkondensatoren ist halt immer ein Kunststofffilm, der mit Metall bedampft wird. 2 Filme, die dann gewickelt werden, zu einem Wickel miteinander kombiniert werden. Ja, beim Wickeln von diesem Wickel, da kann man die zu lose, zu fest. Ja, also schon beim Wickeln fängt es an. Wie stelle ich die Wickelmaschine ein, die diesen Kondensatorwickel herstellt? Und das ist auch ist erstmal keine Faustregel, nehme ich an. Das musst du lernen und rausfinden. Oder gibt es da eine Faustregel? Also man kann es natürlich verstehen, also zu lose ist klar, zu lose scheppert. Ja gut, wenn ich jetzt so hoch genau, das ist schlecht. Ja. Ja. Zu lose scheppert, das ist einsichtig. Ja. Vielleicht ist aber zu fest auch wieder, könnte passieren, wenn du den jetzt ganz, ganz fest wickelst, dass der eine Resonanz entwickelt. Ja. Also bei harten Gegenständen hast du ja oft so eine ganz ausgeprägte Eigenresonanz auf einer Frequenz. Ja. Ja, und wenn die jetzt aber im Übertragungsbereich von dem Kondensator liegt, ist auch blöd. Dann ist das auch blöd. Ja, so. Das heißt, die Wickelmaschinen richtig einzustellen, dann wird, ich muss mal so einen Kondensatorwickel mitbringen das nächste Mal. Dann ein ganz entscheidender Schritt ist, wenn der Kondensatorwickel fertig gewickelt ist, muss ja noch ein Anschlussdraht dran. Und dafür wird auf den Kondensatorwickel, auf die Stirnflechten, also das, was man hier bei der Spule sieht, hier wird jetzt Metall aufgesprüht. Ja? Und auf diesen aufgesprühten Metalldeckel wird dann der Anschlussdraht dran gelötet. Okay. Ja? Und die Dicke dieses Metalldeckels, das Material dieses Metalldeckels, die Körnigkeit dieses Metalldeckels, wie tief dringt das Metall wird halt im Lichtbogen verflüssigt und dann mit Pressluft auf diesen Wickel aufgesprüht. Okay. Ja? So. Ist es zu heiß, verbrennt es die Kunststofffolie. Ist es zu kalt, verbindet es sich nicht richtig mit der Kondensatorplatte. Entschuldigung, wenn ich da mal reingrätsche, weil ich finde das so faszinierend. Eigentlich würde ich sagen, ja, ist doch egal. Nee, ist nicht egal, weil unser Gehör so abartig gut funktioniert, dass wir das hören, ob ihr da vernünftig einsprüht oder nicht. Das musst du dir auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie gut wir hören. Ja. Und das ist, wenn du jetzt mal die gesamte Stereoanlage siehst. Ein falsch eingesprühter Kondensator und das ist ja eigentlich unfassbar, oder? Unfassbar. Ja, weil über diese Fläche halt das gesamte Signal drüber geht. Ja. Ja? Immer und immer, ja, genau. Ja. Genau. Deswegen finde ich ja, und das ist, also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber wenn du sagst, okay,
Jetzt hast du so einen tollen Rennwagen aus so vielen Einzelteilen Ja. und ein einziger platter Reifen macht aber... Ja, platter Reifen Ja, ist ja. schon heftig. Ja, aber, ja, aber das ist so. Das Platter ist so. Reifen ist Das eine ist so. kaputte Röhre, aber ja. Ne? Oder Ja, aber- oder ein ja. Reifen der nicht richtig eingestellt Ja, ja, ist vollkommen richtig. Damit Ja, ja. gewinnst du einfach Kein Rennen mehr, ja, auf dem Da Level. kannst du noch so viel Aufwand in den Ich wollte es Motor mal und einflechten, Getriebe. weil ich finde es immer wieder faszinierend. Immer wieder faszinierend. Und deswegen, das ist ja für mich jetzt in der Lautsprecherentwicklung, die ja jetzt auch dann im November, ich glaube 2 Jahre sind, die herausragende Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, wie unfassbar wichtig und cool eine Weiche ist. Ja. Also normalerweise für mich war eine Weiche immer, die ist da irgendwo in der Box drin, manchmal draußen, aber eigentlich tut die da rein, sonst steht die nur in der Ecke, oder sonst ist die nur im Weg und die Hunde stoßen sich dran. Aber das ist eine so ultra entscheidende Komponente, die meiner Meinung nach in der gesamten Diskussion, wenn es um Hi-Fi geht, sagen wir mal bei vielen zu kurz kommt. Ja. Ja. Also zumindest dann zu kurz kommt, wenn du, was ja viele von uns machen, es sind ja auch viele Selbstbauer, die hier unsere Videos angucken, vielleicht sogar in der Majorität, was schade wäre, also nichts gegen Selbstbauer, es wäre trotzdem schade, weil auch die jetzt zum Hi-Fi-Händler gehen, da hast du das in der Regel wirklich nicht auf dem Teller. Was ist denn da für eine Weiche drin? Oder die wenigsten. Wie siehst du das? Oder sehe ich das zu extrem? Nee, das ist schon so. Das ist schon so. Die Entwickler, wenn sie sich damit beschäftigen, wissen natürlich schon um die Unterschiede. Teilweise steht dem einen oder anderen Entwickler stehen auch Vorurteile einfach im Weg. Ja? Ja, nee, Kondensator ist halt, eine Spule ist halt ein aufgewickelter Draht, der hat eine Induktivität und einen Innenwiderstand und that's it. Ich stelle jetzt eine Frage, die musst du aber nicht beantworten. Vorurteile oder Kontostand? Also wir können die auch übergehen, die Frage. Nee, ich glaube, es ist. Nee, Vorurteile. Ja? Vorurteile. Weil ein Kontostand ist ja nichts gegen einzuwenden. Also wenn ich jetzt sage, ich baue eine Box für, weiß ich nicht, für ein kleines Budget einfach. Klar. Ja, dann kann ich ja trotzdem hingehen und gucken, was kann ich im Rahmen von dem Budget realisieren oder nicht. Ja, und nehme nicht einfach irgendwelche Bauteile. Ja. In dem Moment, wo ich weiß, dass jedes konstruktive Detail zählt, kann ich mir ja trotzdem in einem bestimmten Budget unterschiedliche Bauteile anhören. Ja. Dass es schwer zu verstehen ist, dass diese unterschiedlichen Materialitäten, die unter Umständen Kondensator auch sehr teuer machen, so einen großen Unterschied machen, kann ich noch nachvollziehen. Ja. Das, was du eben beschrieben hast, dass eine Impedanzkorrektur, eben weil sie letztlich, wenn man sich den Schaltplan genau anguckt, parallel zum Chassis liegen, über diese ganzen makromikrofonischen Effekte, also dieses Erzeugen von zusätzlichen Störsignalen, dann doch relevant ist, das haben einfach viele nicht auf dem Schirm. Also sie sagen, nee, im Signalweg ist wichtig, Parallelbauteile sind nicht wichtig. Ja, und das sind so griffige Formulierungen, die klingen erstmal plausibel auf den ersten Blick. Und solange du keine entgegengesetzte Erfahrung machst, stellst du es auch nicht in Frage. Klar. Ja. Klar. Das ist ja jetzt das Schöne, da freue ich mich ja auch tierisch drauf. Da habt ihr mir ja das perfekte Spielzeug quasi dahingestellt. Rausziehen, reinstecken, einfach die Erfahrungen sammeln, ausprobieren, machen und tun. Wir haben wenig über Widerstände geredet und deswegen haben wir noch immer nicht über meinen Hero, Ja, genau. meinen Hero gesprochen. Genau. Also ich hol ihn mal raus. Also machen wir es anders. Was ist
das bitte, weil das war eine Offenbarung, wie man so schön bei uns im Hi-Fi sagt. Ja. Hätte ich auch nie im Leben mit gerechnet. Okay, also das ist ein Widerstand. Widerstand ist jetzt kein frequenzabhängiges Bauteil, sondern genau das, es hat nämlich einen konstanten Widerstand über den gesamten Frequenzbereich, idealerweise, ja, bewusst idealerweise, und wird hier in dem Schaltkreis eingesetzt vorm Hochtöner als Spannungsteiler. Das heißt, es gibt, letztlich dient er dafür, der Hochtöner wäre zu laut für deinen Mitteltöner. Ja, das heißt, der Hochtöner wird ein bisschen über einen Spannungsteiler ein bisschen leiser gemacht, ja, im Pegel angepasst. So, und das heißt, und ein Spannungsteiler heißt, es gibt in der Schaltung ja zwei Widerstände, ja, und einer liegt im Signalweg und einer liegt parallel zum Hochtöner. Ja. So, und dieser Widerstand her ist, die einfachsten Widerstände sind einfach aufgewickelter, hochohmiger Draht. Ja, aus einer bestimmten, aus auch teilweise einfachen Legierungen. So, dann heißt, man hat, so wie hier, so einen Keramikkörper, ja, und auf dem Keramikkörper, Keramik verträgt viel Hitze, weil das, was der Widerstand macht, die Energie, die nicht zum Lautsprecher soll, muss irgendwo hin. In Wärme umgewandelt Genau. werden. Wenn einem sonst nichts einfällt, dann wird Wärme draus. Ja. Also Abwärme. Ja. Und das heißt, man braucht also einen temperaturstabilen Träger, auf der wird jetzt ein Draht aufgewickelt und da geht das Signal durch. Das, was da klangentscheidend ist, wenn das jetzt ein Wendel ist dieser Wendel wirklich stabil oder resoniert da irgendwas? Ach, wieder Resonanzen auch, ja? Um Resonanz kommst du nie drum rum. Okay. Ja? Jetzt gehen wir davon aus, der resoniert nicht, weil der gut auf der Keramikträger verklebt ist und nachher, du siehst ja, der ist nochmal in die Keramik nachher oder in den Lack eingetaucht, sodass du von außen siehst du den Draht ja nicht, der ist jetzt unter dieser Schicht. Ja. Kern, Wickel, dann eintauchen, dann bedrucken und auch noch, kann man hier ein bisschen sehen, also dieser Widerstandsdraht mit dem hohen Widerstand, der befindet sich hier zwischen Kontaktkappen. Weil das hier ist wieder Kupferdraht. Ja. Ja, also hier ist noch eine Kontaktkappe, ja, und dazwischen liegt der Draht, so der Widerstandsdraht. Jetzt habe ich einen Übergang vom Anschlussdraht auf die Kontaktkappe, von der Kontaktkappe zu dem Widerstandsdraht. Und hier nochmal. So, wir hatten eben schon gesagt, die Übergänge, wo irgendwas angelötet, angeschweißt, verstehe. also das sind die kritischen Stellen. ein geschweißter Anschluss klingt ganz anders als ein angelöteter Anschluss. Okay. Ja? Weil in dem Metall einfach was völlig anderes passiert. Ja? Ja. So. Und so, das ist das eine. Jetzt haben wir also die Übergänge an den Anschlüssen können den Klang beeinflussen. Die Kappen selber, wenn die zum Beispiel magnetisch sind, dann hat man da wieder elektromagnetische Effekte. Ja, also ist es gut, die sind nicht magnetisch, idealerweise aus Kupfer. Wenn die aber aus Kupfer sind, dann sind die wieder mechanisch nicht so stabil, als wären sie aus Stahl. Ja, so, es wird also im normalen Widerstand, wo es jetzt nicht um das letzte Quäntchen Akustik geht, wird man da auf jeden Fall irgendwie Stahl nehmen, weil das einfach mechanisch stabil ist. Wir nehmen da aber keinen Stahl. Okay. Ja, so. Das ist zum Beispiel so ein Detail. Ja. Dann haben wir jetzt also den Draht aufgewickelt, den Widerstandsdraht. Das Metall von dem Widerstandsdraht selber, die Legierung, macht einen klanglichen Unterschied. Ja? Und dann haben wir hier, in dem Fall, wird eine Windung gewickelt. Das heißt, wir haben grundsätzlich eine Spule. Ja, bei diesem größeren Widerstand, da muss man jetzt sagen, der ist auch deshalb größer, weil der einfach der Trägerkörper größer ist. Der hat eine höhere thermische Kapazität. Okay. Ja, der ist also höher belastbar einfach. Ja, Also auch die jetzt hier sind. Genau, die haben 20 Watt. Ja.
elektrische Energie, die die in Wärme umsetzen können. Ja. Also das heißt, die werden dann von mir aus 150 Grad oder irgendeine Temperatur werden die heiß, ja, oder 120. Bei 20 Watt Belastbarkeit, bei Umgebungstemperatur und. Die werden dann also nicht rot glühend. Ja? So, der kann dann nur 10 Watt. Deshalb ist er auch größer, aber der unterscheidet sich auch ansonsten in der Bauform. Erstens ist hier, vor allen Dingen ist hier andere Kontakte wieder. Er kommt ja auch von unten rein, nicht von der Seite. Ne, der ist ja. Genau. Ich halte mal kurz rein in die Kamera. Also das ist jetzt die zweite Stufe. Da seht ihr, der hat zum Beispiel eine andere Bauform als der. Scharf stellen, ja. Und das hoffentlich halbwegs erkennen. Da kommt er ja von der Seite. Und dann ist hier ist eine bifilare Wicklung drin. Das heißt, die Wicklung geht einmal hin und her. Das heißt, hier ist eine Wicklung drin, wo der Strom, der durch die Wicklung fließt, genau entgegengesetzt gerichtet ist. Dadurch heben sich die Magnetfelder auf. Okay. Das heißt, hier ist quasi der induktive Effekt von dem Widerstand ist neutralisiert. Ja? Und so kommt so eins zum anderen. Eine sehr hochwertige Kupfer-Nickel-Legierung als Draht, bifilar gewickelt, induktionsfrei. Ja? Und auch wieder die Bedämpfung, die durch diese Überzugslack da drauf gekommen ist. Das alles zusammen ergibt nachher einfach einen hochwertigen, audiomäßig betrachteten hochwertigen Kondensator, Widerstand als ein Standardwiderstand. Ja. So, und hier ist es noch wieder anders. Das ist jetzt ein Widerstand. Also wir reden ab jetzt über ihn, dass ihr den mal seht. So, also eine ganz andere, komplett andere Bauform. Genau, der grundlegende Unterschied in der Bauform ist, hier ist kein Draht gewickelt, sondern hier ist eine Kupferlegierung, eine Folie oder ein Film. Okay. Ja, dünn, ja, und dadurch hochohmig. Ja, und weil sie dünn ist, muss sie dann wieder mit einem Kleber auf dem Kühlkörper aufgeklebt werden und dann mit diesen Kupferlaschen, die hier rausgeführt sind, wird also dieser Kupferfilm kontaktiert. Ja. Also ich werde nicht drauf eingehen, weil ich mache da einzelne Videos auch zu den Effekten. Aber das war wider Erwarten deutlich, der Unterschied bei den Widerständen. Ja. Also wie gesagt, mein Hero im Moment. Irre. Also der basiert auch wieder, wie viele unserer Produkte, natürlich auf einem Industrieprodukt, weil wir bauen ja keine Widerstände, sondern wir gehen zu einem Hersteller von Widerständen und sagen, pass mal auf, so und so und so, das wissen wir über Audiobauteile, worauf man achten muss. Und wir haben gesehen, das und das hast du an Varianten, erzähl mal, was kannst du sonst noch so? Und dann kombinieren wir dem seine Fertigungsmöglichkeiten, dem sein Wissen und unser Audiowissen zu Prototypen und hören uns die an. Ja. Und zum Beispiel hier hinten diese Metallplatte. Ja, darauf ist diese Metallfolie, diese Widerstandsfolie aufgeklebt. Wenn ich jetzt Metallfolie höre, dann denke ich ja sofort wieder an Angelique. Kann man die Spielereien da auch machen oder geht das da nicht? Das geht schon, wenn man den Hersteller von dieser Kupferwiderstandslegierung, aus der dieser ganz dünne Film gemacht ist, der jetzt also Quadratkilometer von diesem Film herstellt, wenn man den davon überzeugen kann, seine Maschinen anzuhalten und auf ein paar Quadratmeter Kupfer, Angelique-Kupfer umzurüsten. Aber es ist schwierig, den zu überzeugen. Und Gib mir mal die Telefonnummer, ich rufe den mal an.
Und dann die Rüstkosten, die da entstehen, das denke ich mir. die Maschinerie anzuhalten und ein paar Quadratmeter Kupfer-Angelique Widerstandsfilm herzustellen, die Rüstkosten dann auf diesen Chip umzulegen und dann muss man noch Kunden finden, die Rüstkosten denke ich mir. mitbezahlen. Ja? Ich dachte, dass es in die Richtung geht. Und schon hat man aber auch hier, das ist eigentlich schon der Wahnsinn in Tüten. Glaube ich. Weil diese rückwärtige Metallplatte, Ja. da ist der Chip draufgeklebt. Ja. Ja? So, die ist im Standardwiderstand bei dem Hersteller, ist die aus Aluminium. Ja. Ja? Aber Aluminium ist blöd, oder? Aluminium, wir haben uns dann den Standard und wir haben aber auch gesagt, oh, kannst du das mal auf eine Kupferplatte aufkleben? Ja? Er hat es dann auf eine Kupferplatte aufgeklebt. Jetzt ist das ja einfach nur, da fließt nicht mal der Strom durch. Okay. Ja, da fließt nicht mal der Strom durch diese Montageplatte. Das Aber du Signal hörst- fließt da nicht Aber du durch. hörst es trotzdem? Aber auch dieser Manganin-Chip, also dieses Kupfer, was da, diese Widerstandsfilm, Ja. der vibriert in irgendeiner Form, Okay. weil da Strom durchfließt. Ja? So, und der ist aufgeklebt auf die Trägerplatte und bildet damit ein Schwingungssystem. Und das Schwingungssystem zusammen mit der Kupferplatte klingt anders als das Schwingungssystem mit der Aluminiumkühlplatte. Ach, das ging um die Kühlplatte. Ah, okay. Ist nur die rückwärts, ja, Okay. diese Montageplatte wird normalerweise dann auf einen großen Kühlkörper geschraubt, damit die Hitze, die hier entsteht, weg kann. Ja, so. Also ist das hier die Montageplatte, die ist nicht aus Aluminium, so wie bei jedem anderen Filmwiderstand auf diesem Planeten, ja, sondern die ist halt aus Kupfer. Richtig so. Und das kostet extra. Ja, gut, klar. Klar kostet extra. Weil, was jetzt passiert? Normalerweise, in diesem Manganin-Film, in diesen Kupferfilm, der hier aufgeklebt als Widerstand, werden in einem Ätzprozess ganz feine Leiterbahnen rein geätzt. Ja. Dadurch, ja, also das, was der aufgewickelte Draht auf dem Keramikkern ist, ist jetzt hier die geätzte Meander auf diesem Kupferchip. Okay. Ja, also du hast hier so ein Quadratzentimeter Kupferchip, Ja. aber da sind jetzt ganz viele feine, eine Leiterbahn, aber So ganz wie viele, auf meiner EC-Karte, genau, dieses kleine Ding. Ne? so ganz fein geätzt. Ne? Da steht also ein langer Weg, durch den der Strom durch muss, durch eine dünne Leiterbahn. So entsteht der Widerstand. Ja? So, also wird dieser Manganin-Chip, der wird noch geätzt. Ja. Normalerweise kleben die diese Manganin-Chips auf einen Aluminiumträger, ziehen die durch ein Ätzbad. Und das Ätzbad ätzt das Kupfer, aber nicht das Aluminium. Ja, so. Und danach werden die fertigen Nutzen werden dann quasi separiert. Ja. Aber eins muss ich ja Pass sagen, auf, egal wie aufwendig. Aber pass auf. Es lohnt sich. Das Ding ist... Jetzt kommt der Haken, Ja. weil das Ätzbad, wenn man genau zugehört hat, das Ja. Ätzbad ätzt das Kupfer, strukturiert das Kupfer von dem Kupfermanganin, von dem Ja. Widerstand, aber nicht die Trägerplatte aus Aluminium. Das Ja. Blöde ist nur, unsere Trägerplatte ist aus Kupfer. Ach so. Ja. Stimmt ja. Stimmt ja. Das heißt, du musst die alle vorher ätzen und dann einzeln auf diese Kupferplatten kleben. Und vervielfachst deinen Fertigungsaufwand. Natürlich. Ja, so. Und darum kostet dann auf einmal so ein Widerstand so viel wie in vielen Fällen die gesamte Frequenzbreite. Den Satz muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das wusste ich jetzt nicht, aber wow. Aber wie gesagt, aber auch weil man überhaupt nicht damit rechnet. Ich als Ich auch nicht. relativer Ich Laie. auch nicht. Aber das ist ein Effekt gewesen. Aber wie gesagt, ich mache da über die Art und Weise des Effekts selber mache ich in Ruhe ein Video. Ich muss es natürlich auch, ich habe die ja jetzt erst ein paar Stunden sozusagen, ein paar Tage. Das muss ich auch sacken und vertiefen und hin und her vergleichen.
Aber der erste Eindruck war sensationell. Also ich habe es selber nicht geglaubt. Ich habe es bei einem Kunden gehört, der sich die Arbeit gemacht hat, solche, also Keramikwiderstände, Drahtwiderstände gegen so einen Metallfüllenwiderstand zu hören. Und ich habe bei dem im Hörraum gesessen beim Kunden und dachte, das ist jetzt nicht wahr. Ja. Wir Das reden ist nur- über einen das ist- anderen, wir haben die gleichen Werte, logischerweise. Aber ein anderes Schwingungsverhalten. Wahnsinn, was das ausmacht. Also was das ausmacht, unglaublich. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber ich habe es gehört und ne, so. Und dann haben wir uns mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt und wir haben gehört, das ist gut. Nächste Frage, geht es noch besser? Ja. Nö, Doch. doch. Und dann haben wir uns also dann war die Frage, was kannst du alles so bauen? Und dann haben wir uns die ganzen Muster kommen lassen und haben uns die angehört. Mit so einer Weiche. Umgesteckt und gehört. Ja. Ja. Ja, und dann warst du auch überzeugt. Ja. Und dann hast du gesagt, egal wie groß der Aufwand, wer sie haben will, soll sie kriegen. Ja. Ja. Der Hersteller hasst uns. Ja? Für die Idee wegen dem Kupfer, Ja, oder? ja, weil das ist schon ein großer Aufwand. Ja, das glaube ich. Ja, aber schau mal, wenn du in bestimmte Bereiche rein willst, musst du erstmal Aufwand betreiben. Ja. Das scheint in der Hi-Fi-Branche gang und gäbe zu sein. Ja, nee, es ist ja auch so. Also, weil das ist ja, das addiert, es schaukelt sich ja auch auf. Ja? Je mehr Aufwand insgesamt, nachher hörst du jedes Detail. Ja. Ja, du hörst, es wird eigentlich Immer deutlicher. immer deutlicher. Ja. Genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, da werden ja noch zu dem Thema immer deutlicher, was kann man machen, wo liegen Unterschiede, wie wirken sich die Unterschiede aus. Da kommen ja noch einige Videos. Heute war ja gedacht, dass wir jetzt mal einfach darüber reden, über das Prinzip dieser Weiche, die ihr mir da netterweise aufgebaut habt. Wie geht man damit um? Wofür sind die einzelnen Dinge? Haben wir noch irgendetwas Grundlegendes vergessen? Möchtest du noch auf was Bestimmtes hinweisen oder sollen wir jetzt endlich ein bisschen Musik hören? Nee, ich finde, also es waren ja jetzt auch wieder viele Informationen Ja, genau. und wir haben zu allen Bauteilen so ein bisschen eine Idee geliefert, Ja. auf was man alles so achten kann. Es gibt natürlich immer noch mehr zu erzählen, aber einfach nur einfach zu zeigen, das ist jetzt kein Unsinn, ja, sondern es ist Physik. Ja. Ich denke mal, Gucken wir, ich denke. ich hoffe, dass es klar geworden, dass es Physik ist und kein Voodoo. Je mehr wir darüber machen, je mehr man darüber redet, desto klarer wird es auch. Desto klarer wird es auch over time. Dann schalten wir hier aus, Ja. schließen drüben an Ja. und hören mal Musik. Jo. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zumindest die bis zum Schluss dabei gewesen waren. Wie lange haben wir denn? Wir haben 1 Stunde 10, da geht doch, letztens hatten wir 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.